Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Learn German with Falk. Heute wieder mit einer neuen Uncut-Episode. Ich möchte dir heute sagen, erklären, erzählen, dir empfehlen, dass du unbedingt deutsche Redewendungen verwenden sollst. Deutsche Redewendungen, die dich klingen lassen wie ein Muttersprachler. Das ist eigentlich auch schon der größte Vorteil, wenn du Redewendungen oder auch Sprichwörter im Deutschen benutzt. Es klingt sehr natürlich für Muttersprachler. Sehr, sehr natürlich. Und ein weiterer Vorteil ist, dass diese Redewendungen oder Sprichwörter sehr oft, sehr häufig einen kulturellen Hintergrund haben. Also wenn du diese Redewendungen verstehst, verstehst du auch die deutsche Kultur besser. Und natürlich, wenn du diese Redewendungen, diese Sprichwörter mit deinen Freunden oder mit anderen Deutschen benutzt, die werden natürlich super beeindruckt sein, wenn du solche Redewendungen verwendest. Wir wollen mal ein paar Redewendungen heute zusammen entdecken, die meine Schüler immer sehr lustig finden, sehr interessant und die du auch bestimmt in deinen Alltag, in deinem Gespräche integrieren kannst. Was sind deutsche Redewendungen? Also Redewendungen sind normalerweise kurze Ausdrücke, die eine bestimmte Bedeutung haben, die nicht eins zu eins den Wörtern entspricht. Okay, lasst uns ein Beispiel nehmen. Einen Vogel haben. Einen Vogel haben ist eine deutsche Redewendung. Vogel, kennst du? Das Tier, ein Vogel. Und einen Vogel haben, ja, man kann ein Haustier haben, einen Vogel, einen Papageien. Aber mit der Redewendung, wenn wir sprechen und ich zu dir sage, du hast einen Vogel, dann bedeutet das nicht, du hast ein Haustier. Einen Vogel haben bedeutet so etwas wie: „Hä, bist du verrückt? Was ist mit dir los? Das verstehe ich überhaupt nicht.“ So ein bisschen: „Bist du doof? Hast du einen Vogel?“ Häufig machen die Leute dann auch ein bisschen diese Geste: „Hä, hast du einen Vogel? Spinnst du? Bist du verrückt?“ Einen Vogel haben. Ich habe mal auf Englisch versucht, die vielleicht Eins-zu-eins Übersetzung zu finden. Und im Englischen sagt man natürlich nicht „You have a bird“, sondern „to be off one's rocker“. Also ganz anders als im Deutschen. Interessant, oder? Deutsche wollen, glaube ich, manchmal Redewendungen deutsche Redewendungen im Englischen benutzen. Ich sage, Deutsche wollen das. Ich will das auch manchmal. Im Deutschen gibt es so viele Redewendungen. Wenn ich Deutsch spreche, verwende ich sie die ganze Zeit. Es ist fast unmöglich für einen Muttersprachler, ohne Redewendungen zu sprechen. Redewendungen machen die Sprache lebendig, bildlich. Und für mich ist eine Redewendung auch, ich drücke mich gerne damit aus. Es ist eine schöne Art, das, was man sagen möchte, sehr bildlich zu formulieren. Und einen Vogel haben ist natürlich nicht so nett, diese Redewendung. Aber wenn zum Beispiel jemand zu mir sagt, Falk, kannst du mir mal 1.000.000 € leihen? Dann sage ich: hast du einen Vogel? Ich leihe dir doch nicht 1.000.000 €. Ich habe gar keine 1.000.000 €. Also, einen Vogel haben, sei sparsam mit dieser Redewendung.
Das war nur ein Beispiel, aber ich glaube, du weißt jetzt, was damit gemeint ist. Eine andere, nicht ganz so bildliche Redewendung ist, jemandem die Meinung sagen. Meinung, kennst du? Meiner Meinung nach ist Fußball ein guter Sport. Meine Meinung ist das, meine Ansicht. Aber jemandem die Meinung sagen, das bedeutet, dass man jemandem ganz direkt etwas sagt und normalerweise etwas, ja, kritisiert. Also wenn zum Beispiel mein Freund unfreundlich zu mir ist und vielleicht beim Fußball mich gefoult hat und mich nicht freundlich war, dann kann ich sagen, beim nächsten Mal sage ich ihm die Meinung. Da werde ich ihm mal sagen, dass das nicht in Ordnung ist, was er gemacht hat. Das war nicht nett letztes Mal. Ich werde das kritisieren. Ich sage ihm die Meinung. Nicht, ich sage ihm meine Meinung, das hat damit nichts zu tun. Es ist eine Redewendung. Jemandem die Meinung sagen. Ich sage ihm mal so richtig die Meinung. Ich werde ihn mal kritisieren und ihm direkt sagen, was ich nicht gut finde. Jemandem die Meinung sagen. Auch das habe ich im Englischen mal nachgeschaut, ob es das Gleiche ist oder ob es anders ist. Und im Englischen ist das wohl, korrigiert mich, wenn ich es falsch recherchiert habe, to sell someone what for. Also auch das ganz anders als im Deutschen. Interessant, oder? Also Englisch und Deutsch sind ja häufig sehr ähnlich, aber bei den Redewendungen sind sie oft ganz anders oder ein bisschen anders. Es gibt auch ein klassisches Beispiel, das ich immer mit meinen Schülern habe, und zwar ist das Wolke 7. Wenn du sagst: „Ah, ich bin auf Wolke 7. Ich bin in einer super Situation.“ Also zum Beispiel meine Zuschauer geben mir immer positive Kommentare, positives Feedback. Ich kann vielen Menschen helfen, Deutsch zu lernen. Ich bin gesund, mir geht es gut. Ich bin auf Wolke 7. Alles ist perfekt. Auf Wolke 7. Und auf Englisch ist das Wolke 9, Cloud 9. Also, ja, ein kleiner Unterschied. Ich weiß nicht, woher dieser Unterschied kommt, aber Englisch und Deutsch sind bei den Redewendungen, bei den Redensarten immer mindestens ein bisschen anders. Dann gibt es noch eine letzte. Das Beste kommt immer zum Schluss. Übrigens auch eine Redensart, ein Sprichwort. Das Beste kommt immer zum Schluss. Und ich habe mir die beste Redensart aufgehoben. Und zwar, das ist mir Wurst. Das ist mir Wurst. Natürlich weißt du, was eine Wurst ist. Jeder, der an Deutschland denkt, assoziiert wahrscheinlich immer Bier und Wurst. Currywurst oder Bratwurst, also Wurst. Und wenn du sagst, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau diskutiere, welchen Film wollen wir heute schauen? Vielleicht fragt sie mich, Falk, welchen Film wollen wir heute Abend zusammen schauen? Und ich sage dann, das ist mir Wurst. Was bedeutet das dann? Hast du eine Idee, was das bedeutet? Das ist mir Wurst. Das bedeutet nicht, dass ich eine Wurst essen möchte. So viel kann ich dir schon mal sagen. Wenn du die Bedeutung kennst, schreibe sie in die Kommentare. Schreibe mir außerdem deine Lieblingsredewendung in die Kommentare. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was deine Lieblingsredewendung ist. Ich werde in den zukünftigen Episoden mehr Redewendungen, mehr Redensarten und mehr Sprichwörter versuchen zu benutzen.
und auch dir zu erklären. Sie sind einfach eine fantastische Art, mit Leuten zu kommunizieren und du wirst klingen wie ein Muttersprachler. Benutze sie also so viel wie möglich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin beim Lernen. Toi, toi, toi. Du bist auf einem super Weg. Mach weiter so. Und wenn du das Transkript zu dieser Episode haben möchtest, weil du damit noch besser lernen kannst, dann schau auf meiner Patreon-Seite vorbei. Dort findest du es. So, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Hm. Dann muss ich diese Episode jetzt hier beenden, denn alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. In diesem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.